Vielen von uns ist klar, dass wir unser Glück oder Unglück oft genug von den Dingen im Außen abhängig machen, statt einfach unserem Seelenplan zu folgen. Wie kommst du dann ran an deinen Seelenplan? Und wenn du dich dann entschieden hast, ihm zu folgen, welche Schritte sind dann erforderlich? Und wie kann dich die Strichmännchentechnik auf deinem Weg unterstützen? Meine täglichen Meditationen und Gespräche mit meinen Seelenbegleitern aus der geistigen Welt sind mal kürzer und mal etwas länger. Und die Tage hatte ich eine etwas längere Konferenz mit meinen Guides. Dabei haben wir darüber gesprochen, was es mit dem Seelenplan auf sich hat und wie sehr er dazu beitragen kann, in den inneren Frieden, in die innere Mitte zu gelangen, das nach außen hin auch auszustrahlen und uns nicht mehr dauernd so verrückt machen zu lassen von dem, was da im Außen passiert. Und da gibt's ja im Moment jede Menge an Botschaften, die uns erreichen, so dass einem ja Angst und Bange manchmal werden kann. Was ist der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt ist, dass du dir darüber im Klaren wirst und tief, tief in deinem Herzen weißt du das, was deine Botschaft an die Welt sein soll. Oder anders ausgedrückt, mal sehr salopp, was soll nach deinem Ableben, deinem Weggehen von dieser wunderschönen Erde mal einst auf deinem Grabstein stehen, wenn die Menschen sehen sollen, um was für einen Menschen es sich da gehandelt hat. Ganz tief in deinem Herzen ist die Klarheit darüber da, was du dir vor deiner Inkarnation vorgenommen hast, in diese Welt hier auf der Erde als inkarnierte Seele hineinzutragen. Prüfe bitte bei allem, was wir hier jetzt in diesem Video besprechen, inwieweit du damit in Resonanz gehen kannst, und nimm nur das für dich als Inspiration, was sich für dich stimmig anfühlt. Mal angenommen, du hast dir vorgenommen, glücklich zu sein. Du weißt selbst, wie viele Arten von Glück es gibt. Dir eröffnet sich in diesem Raum, in diesem Feld, eine unendliche Weite an Möglichkeiten, wie du glücklich sein zum Ausdruck bringen kannst. Eine gute Idee ist es, in Meditation, in einen meditativen Zustand zu gehen und dein Herz zu befragen oder eben auch dich zu verbinden mit der geistigen Welt, mit dem Universum, mit Gott, mit den Engeln, mit deinem höheren Selbst und danach zu fragen, was denn eine gute Idee für dich wäre, wie du ein Lichtstrahl für diese Welt sein kannst. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Welche Schritte darfst du denn jetzt gehen? Wenn du weißt, dein Thema ist glücklich sein, dann sieh zu, dass du dieses für dich verinnerlichst. Frage dich bei allem, was auf dich zukommt. Bin ich damit glücklich, mit dem, was ich tue, mit dem, was ich sage, mit den Situationen, in die ich mich begebe? Wenn du zum Beispiel eine Einladung hast zu einer Feier und da sind, ja, ich sag mal, lauter Schwarzmaler und Miesmacher, dann frage dich einfach, bin ich glücklich, wenn ich dort bin? Wenn das ein Nein ist, na dann halte dich zurück. Dem musst du nicht folgen. Du tust einfach das, was deinem Anspruch, glücklich zu sein, entspricht. Vielleicht fragst du dich jetzt, die Möglichkeiten, die sich mir bieten, zeigen mir wenig von dem auf, dass ich mich glücklich fühlen kann, dass ich in einem Zustand des Glücklichseins mich befinde. Was kann ich denn da tun? Ich persönlich nutze seit vielen Jahren die Strichmännchentechnik, von der hast du sicher schon gehört.
Auf meinem Kanal, und ich verlinke das am Ende dieses Videos hier noch einmal für dich, sind 2 wichtige Videos dazu. Das erste ganz allgemein zur Strichmännchentechnik, falls du dazu noch nichts gehört hast. Und das zweite, da geht es vorrangig darum, wie du mit dir selbst sozusagen ins Reine kommst. Du gibst dann, sofern du dich damit auskennst, schon ein bisschen auf die linke Seite des Blattes deinen vollständigen Namen und den Seinszustand, den du anstrebst. Zum Beispiel, in meinem Falle würde es heißen, Amarana Karen Zülke, sehr glücklich, um bei dem Thema Glück zu bleiben. Auf der rechten Seite des Blattes dann Amarana Karen Zülke, sehr unglücklich. Und dann gehe ich all die insgesamt 7 Schritte, die zu der Strichmännchentechnik dazugehören. Indem ich die Strichmännchentechnik auf diese Weise sozusagen mit mir selbst mache, lade ich mein Unterbewusstsein und das damit verbundene, viel größere All-Eine ein, mir entsprechende Wege und Impulse aufzuzeigen. Und das passiert dann in Form von Synchronizitäten oder Engelszahlen. Hast du auch schon davon gehört? Auch so ein Video verlinke ich am Ende. Wäre übrigens eine gute Idee, wenn du meinen Kanal abonnierst und vielleicht auch ein Like hinterlässt. Das kostet dich nur ein Lächeln und mir hilft es bei YouTube. Auf diese Weise passieren plötzlich unglaubliche Dinge. Eigenes Beispiel. Das Jahr 2024 war für mich, wie für viele andere auch, ein äußerst herausforderndes Jahr. Ich hatte für dieses Jahr ein wichtiges Ziel im Sinne der Inspiration, nämlich mein Büchlein zum YouTube-Kanal Zauberfrau zu schreiben und zu veröffentlichen, als Taschenbuch und als E-Book. Es ist mir einfach nicht gelungen durch die Turbulenzen, die da permanent passierten. Du kannst davon ausgehen, wenn du dich einmal zu etwas committed hast, zu einem Seinszustand, dann werden dir erstmal vom Universum wie ein Test ein paar Knüppel zwischen die Beine geworfen. Und du darfst dann sie als Knüppel erkennen und trotzdem beharrlich weiter deinen Weg gehen. Und so ist es mir trotz all der Herausforderungen gelungen, dieses Büchlein im vergangenen Jahr doch noch zu veröffentlichen. Zwar viel später, als ich dachte, aber das ging dann alles so wie von Zauberhand, ganz von allein, mehr oder weniger. Es hat mich gar nicht mehr so viel Anstrengung gekostet. Das Büchlein war dann plötzlich da. Das heißt, nutze die Strichmännchentechnik für dich, lade Unterbewusstes und das Universum ein, dich zu unterstützen. Und es wird dir gelingen. Ich hoffe, dieses Video hat ein paar Inspirationen für dich bereit. Ich wünsche dir viel Erfolg damit und eine gute Zeit. Und bis zum nächsten Video oder Podcast sage ich an dieser Stelle Tschüss.